Jedes Mal, wenn ich angreife, sage ich in der Quintessenz, ich habe Angst und ich halte diese Angst in mir nicht aus, also suche ich jemanden im Außen, dem ich die Schuld für meine Angst geben kann, damit es mir vermeintlich besser geht. Hallo, ich bin Peri Soylu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich wie immer, dass wir hier kurz zusammenfinden an einem wundervollen Dienstag, um gemeinsam in die Tiefe zu gehen mit unserem guten Freund, ein Kurs im Wundern. Ein Kurs im Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Und heute möchte ich mit dir gemeinsam die Tageslektion aufgreifen. Falls du wie ich am 1. Januar mit der Lektion 1 aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern begonnen hast, bist du heute bei Lektion 161. Die trägt den Leitgedanken: Gib mir deinen Segen, Heiliger Sohn Gottes. Falls du den Kurs jetzt nicht so lange kennst, sind diese Worte vielleicht so ein bisschen irritierend. Gib mir deinen Segen, Heiliger Sohn Gottes. Klingt abstrakt, nicht so leicht greifbar. Wie übersetzt du sowas in deinen Alltag? Und dafür sind wir hier zusammen, um das, was uns der Kurs lehrt, in den Alltag zu übersetzen. Weil lass dich nicht so abschrecken von diesen sehr religiös anmutenden Worten und dass sie so ein bisschen altertümlich klingen, sondern lies mit deinem Herzen. Verlass den Verstand und dann wirst du merken, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, die Essenz zu erfassen. Gib mir deinen Segen, Heiliger Sohn Gottes. Heißt für mich vor allem, ich möchte meinen Bruder, alle anderen, die hier auch mit mir eine menschliche Erfahrung machen, ich möchte sie mit dem Herzen sehen. Ich möchte mit mehr als dem Verstand auf die Dinge blicken und auf die Menschen, die mir begegnen. Ich möchte jenseits des Körpers blicken können, weil nur so befreie ich mich und befreie ich mein Gegenüber und kann damit diese Lieblosigkeit des Ego ablegen und bin nicht mehr mit ihr hier gefangen. Das ist es, was ich aus diesen Leitgedanken vor allem ziehe. Gib mir deinen Segen, Heiliger Sohn Gottes, heißt, lass mich lernen, mein Gegenüber mit dem Herzen zu betrachten, mit etwas weiserem, größeren und lichtvolleren in mir, und jenseits des Körpers zeigt sich mir eine Wahrheit, jenseits der Ideen und Kategorien, die mir mein Verstand gibt, zeigt sich etwas so Wundervolles, und das möchte ich in meinem Gegenüber sehen. Der Kurs sagt, jeder andere ist entweder dein Erlöser oder dein Gefängniswärter, je nachdem, wie du ihn erblickst, je nachdem, was du in ihm sehen willst. Und wenn du sagst, gib mir dein Segen, Heiliger Sohn Gottes, heißt es, ich bin bereit, mehr als das zu sehen, was mir die 5 Sinne des Körpers aufzeigen. Und du musst es ja gar nicht alleine. Ein Kurs im Wundern sagt uns ja, wir haben einen inneren Lehrer. Der Kurs nennt ihn den Heiligen Geist und der tut die meiste Arbeit, wenn wir ihn nur dazu einladen. Also wir müssen nur diese Bereitwilligkeit aufbringen, zu sagen, hey, ich möchte mehr sehen als nur diese menschlichen Hüllen, die die ganze Zeit meine Knöpfe zu drücken scheinen. Weil wenn du die Vergebung wählst, sobald jemand deine Knöpfe drückt, wenn du die Liebe wählst im Angesicht der Lieblosigkeit, will ich mal sagen, dann zeigt sich dir Segen, dann zeigen sich dir die Wunder. Vorher nicht. Vorher hältst du dich gefangen und hältst du dein Gegenüber gefangen. Und dann bewegt ihr euch auf der Ego-Ebene und dort findet keine wirkliche Linderung deiner Ego-Angst-Fantasien statt. Es wirkt manchmal so, aber wahre Erlösung findet auf einer höheren Ebene statt. Wenn du dann die Lieblosigkeit deiner Brüder siehst, dann kannst du Liebe wählen und so eröffnet sich dir eine höhere Ebene. Was du damit auch signalisierst, ist, dass das Konkrete, der Körper, diese Angstwelt, die das Ego gemacht hat, nicht dein Zuhause ist, sondern dass du daran glaubst und dass du es weißt, 100%ige Gewissheit hast, dass es etwas Höheres gibt. Wenn du also dieses Mantra, gib mir deinen Segen, Heiliger Sohn Gottes, in deinem Geist hältst, also wenn du sagst, ich möchte alles mit dem Herzen betrachten, jeden, der mir begegnet, das ist wie ich, gib mir deinen Segen, Heiliger Sohn Gottes, in den Alltag übersetze, dann entziehst du jedem Angriff die Grundlage. Und das ist wirklich etwas, was dich befreien kann. Weil wenn wir den Körper nicht mehr als Hauptanhaltspunkt haben,
dann ist Hass und Angriff unmöglich. Weil überleg doch mal, auf was projizierst du denn Hass und Angriff? Auf einen Geist? Nein, es ist immer dieses Konkrete, der Körper, ein anderer Mensch und das, was er getan hat oder nicht getan hat. Darauf projizieren wir Hass und Angriff. Und was uns das Ego vergessen machen will, ist, dass Angriff immer reine Projektion ist. Wir projizieren unsere eigene Angst auf jemanden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich angreife, sage ich in der Quintessenz, ich habe Angst und ich halte diese Angst in mir nicht aus, also suche ich jemanden im Außen, dem ich die Schuld für meine Angst geben kann, damit es mir vermeintlich besser geht. Aber dort bist du nicht sicher, weil wenn du angreifst aus Angst, bist du doppelt geschwächt, lehrt uns der Kurs, weil die Angst ist in dir und da du sie nach außen projizierst, hast du jetzt auch Angst, dass jemand im Außen dich angreift. Also doppelte Angst und damit irgendwie nicht so ein tolles Gefühl. Die Lektion 161 sagt etwas sehr Spannendes über unseren Hass, nämlich, dass unser Hass konkret ist. Wir haben einen konkreten anderen irgendetwas im Außen, worauf wir unseren Hass projizieren. Unser natürlicher Zustand ist ja reine Abstraktion. Das heißt, es gibt nichts Festes, keine Formen. Nur das Ego wird konkret, nur deine Angst wird konkret. Was wir in der Lektion 161 noch lesen, ist das hier. Wer einen Bruder als Körper sieht, sieht ihn als Symbol der Angst. Und er wird angreifen, weil das, was er erblickt, seine eigene Angst ist, außerhalb von ihm, bereit zum Angriff und laut danach heulend, sich wieder mit ihm zu vereinen. Also so zirkulär ist die Angst. Wenn ich sie ins Außen projiziere, dann warte ich eigentlich nur darauf, dass sie wieder zu mir zurückkommt, bewusst oder unbewusst. Wir lesen noch ein bisschen. Verkenne die Intensität der Wut nicht, die projizierte Angst ausbrüten muss. Das war's schon. Spannend. Also, hier sind wir daran erinnert, dass Angst immer in uns zuerst ist und wir sie dann ins Außen gehen, damit sie wieder zu uns zurückfindet, weil das ist, was mit der Angst passiert. Wenn ich sie gebe, dann wird sie in mir verstärkt, dann wird sie in der Welt verstärkt, weil Illusionen dadurch verstärkt werden, weil ich sie mit der Wahrheit verwechsle. In der Lektion, die wir heute haben, die Lektion 161, gib mir dein Segen, heiliger Sohn Gottes, ist der Leitgedanke, haben wir auch eine Übung. Wir kriegen eine Anleitung, was wir mit diesem Leitgedanken konkret machen können. Wir setzen uns in die Stille mit geschlossenen Augen und sehen vor unserem inneren Auge eine Person, die uns richtig nervt, die unsere Knöpfe drückt. Und jeder von uns weiß sofort, wer diese Person gerade in unserem Leben ist. Und dann sehen wir sie so, wie wir sie kennen, mit ihren Gesten und Mimiken und wie sie aussieht, wie der Körper aussieht. Und wir versuchen mit einem wundervollen kurzen Gebet nicht mehr den Verstand zu nutzen, um diese Person zu erblicken, unseren Bruder, eine Seele, die mit uns ja auch eine menschliche Erfahrung macht, sondern wir signalisieren durch dieses kurze Gebet, was ich uns gleich vorlesen werde, dass wir mehr sehen wollen, dass wir mit dem Herzen sehen wollen, weil wir jenseits des Körpers eine Wahrheit erblicken können, die das Ego uns zu verschleiern sucht. Und das Gebet, was wir dann in der Stille sprechen dürfen, lautet: Gib mir dein Segen, heiliger Sohn Gottes. Ich möchte dich mit Christi Augen schauen und meine vollkommene Sündenlosigkeit in dir erblicken. Das ist das Spannende. Wenn wir es schaffen, jemanden in vollkommener Unschuld zu sehen, wenn wir ihn vergebend, mit Christi Augen, heißt vergebend, aus einer Liebe heraus, aus dem Herzen heraus erblicken können, dann sehen wir auch gleichzeitig unsere eigene Sündenlosigkeit. Es kommt uns zugute. Wir empfangen, wie wir gegeben haben. Das ist das, was das Ego-Denksystem uns am liebsten vergessen machen will, dass das, was wir geben, immer zu uns zurückkommt. Das heißt, dein Angriff, deine Anklage ist Gefangenschaft nicht für den anderen, sondern für dich. Diese Übung aus der Lektion 161, deswegen wollte ich darauf eingehen, hat mich an eine Frage erinnert, die wir bereits in Lektion 134
aufgeworfen bekommen haben, nämlich, wenn wir nicht willens sind zu vergeben, dürfen wir uns immer eine sehr simple, aber machtvolle Frage stellen: Würden wir uns selber dessen anklagen? Wenn ich es nicht schaffe, meinem Bruder, meinem Kollegen, meiner Mutter, meiner Partnerin, meinem Hund, meiner Tochter zu vergeben, dann muss ich mir nur eine Frage stellen: Würde ich mich dessen anklagen, was ich gerade meinem Gegenüber vorwerfe? Würde ich das tun? Und vielleicht hilft es dir hier, nicht in diesem Konkreten zu verweilen. Vielleicht hat deine beste Freundin versucht, dich zu manipulieren, oder vielleicht war deine Mutter wirklich harsh mit dir, oder vielleicht hast du Kritik von deinem Kollegen gekriegt, die du ihm nie geben würdest. Geh aus dieser konkreten Situation raus, weil das Ego ist immer konkret. Es verhakt sich in so ganz kleinen Details und du vergisst darüber hinaus, das große Ganze zu betrachten, dein Herz wieder einzuschalten. Denn vergiss nicht, dass jedes Mal, wenn du jemand anderen nicht vom Haken lässt, du dich selber gefangen hältst. Vergiss, dass du den anderen gefangen hältst. Der leidet gar nicht darunter. Es ist so ein bisschen wie: Ich trinke ein Gift und denke, dass jemand anders zu Schaden kommt, weil der Angriffsgedanke, das Gift ist ja in mir. Wie soll denn der andere dann zu Schaden kommen? Meistens kommen wir selbst zu Schaden, wenn wir Angriffsgedanken, also Gift, hegen. Sobald du vergibst, sobald du dich und andere vom Haken lässt, hebst du dein Leben auf eine höhere Ebene. Das heißt, es ist, als würdest du ein Parallelschicksal leben, das höher angesetzt ist. Dadurch verliert diese rein menschliche Ebene mehr Gewicht für dich und du machst dann Raum für all die Synchronizitäten und die Wunder und den Segen, die bereits dein sind, die du aber nur empfangen kannst, wenn du auf dieser höheren Ebene zu Hause bist und nicht mehr auf der Ego-Ebene, wo Angriff und Verteidigung passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es uns nicht immer so leicht fällt, das Konkrete, was ein anderer getan hat, vermeintlich loszulassen und höher zu wählen und aufzumachen und vielleicht die Quintessenz für dich herauszusuchen. Aber ich habe da noch einen Absatz aus dem Kapitel 17 über die Vergebung und unsere Brüder, damit wir uns gemeinsam daran erinnern, dass es immer eine Quintessenz gibt in jedem Fehler, der hier passiert. Also, ich lese uns das mal vor. Aber vergiss dies nicht: Wenn du dich beunruhigst und deinen Geistesfrieden verlierst, weil ein anderer versucht, seine Probleme durch die Fantasie zu lösen, dann lehnst du es ab, dir selbst für eben diesen Versuch zu vergeben. In der Quintessenz heißt das, was wir gerade gemeinsam gelesen haben, für mich, dass wenn ich einem anderen nicht vergeben kann, dass er mit seinem Ego gegangen ist, dann kann ich es mir selbst nicht vergeben. Egal wie wahnsinnig das Ego war, egal ob dein Ego vielleicht etwas weniger wahnsinnig ist oder andere Dinge tut, die Quintessenz für mich ist: Kann ich einem anderen vergeben, dass er mit seinem Ego gegangen ist? Auf der menschlichen Ebene muss ich das irgendwie vielleicht ansprechen und da gibt es auch die Lösung, dass man sagt, man geht getrennte Wege, weil auch wenn ich verstehe, dass dein Ego so viel Macht über dich hat, ich habe da mit nichts mehr zu tun und ich glaube, hier trennen sich unsere Wege. Das kann natürlich sein, aber kannst du ihm vergeben, dass er mit dem Ego gegangen ist? Weil wenn du das nicht kannst, wenn du in der Nichtvergebung hängen bleibst mit deinem Bruder, weil er sein Ego gewählt hat, weil er dachte, dass das Ego die richtige Antwort ist, dann kannst du das bei dir auch nicht, egal ob dein Ego anders funktioniert als das Ego deines Bruders. Ich lese diesen Absatz für uns nochmal ganz von vorn. Aber vergiss dies nicht: Wenn du dich beunruhigst und deinen Geistesfrieden verlierst, weil ein anderer versucht, seine Probleme durch die Fantasie, also durch das Ego, zu lösen, dann lehnst du es ab, dir selbst für eben diesen Versuch zu vergeben. Also auch du vergibst dir nicht, wenn du dein Ego wählst. Du hältst euch beide von der Wahrheit und der Erlösung fern. Das ist die Konsequenz, die wir vergessen, wenn wir jemand anderen verurteilen, weil er sein Ego gewählt hat und mit dem Ego gegangen ist, dann halten wir uns von der Erlösung fern. Also, dass wir zu unserer Wahrheit wieder erwachen, will ich jetzt mal sagen. Und das Einzige, was wir dann vielleicht haben, ist, dass wir Recht haben, aber wir können nicht glücklich sein, wir können keinen Frieden haben. Wir lesen noch ein bisschen. Indem du ihm vergibst, erstattest du der Wahrheit das zurück, was von euch beiden verleugnet wurde. Und du wirst die Vergebung dort erblicken, wo du sie
gegeben hast. Mir helfen diese Worte tatsächlich sehr, den Leitgedanken, gib mir deinen Segen, heiliger Sohn Gottes, besser zu verinnerlichen und zu wissen, warum ich das tue. Wenn ich nicht den Segen von meinem Bruder will, wenn ich nicht ihn vom Haken lasse, wenn ich nicht etwas Höheres in ihm anpeile, dann kann ich das für mich nicht tun. Dann demonstriere ich, dass ich das selbst nicht habe. Wenn ich lieber Recht haben will und mit dem Ego gehen will, sage ich, ich glaube an das Ego. Ich glaube an diese Angstwelt, die das Ego gemacht hat. Und wenn ich sage, gib mir deinen Segen, weil ich will dich von deinem Ego befreien, damit ich demonstriere, dass ich mich von meinem Ego befreit habe, sage ich bin bereit für die Wahrheit. Ich möchte Segen. Ich möchte Wunder. Ich möchte Frieden. Das ist, was ich damit zum Ausdruck bringe, wenn ich sage, gib mir deinen Segen, heiliger Sohn Gottes. Das ist nicht sowas wie, ach, ich lass alles durchgehen. Ach, mir ist es egal, ob jemand lieblos war. Jeder darf machen, was er will. Ich bin der Fußabtreter der Nation. Das ist nicht, was du sagst. Was du damit sagst, ist, ich glaube an eine Wahrheit jenseits dieser kleinen Welt des Ego. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ich jemand anderem nicht vergebe, egal was er auf menschlicher Ebene getan hat, dann sage ich damit, ich kann mir für all die Fehler, die ich auf dieser menschlichen Ebene begangen habe, auch nicht vergeben. Heißt, wir verlassen das Ego-Gefängnis nicht, weil jemand von uns muss anfangen, höher zu wählen. Ein Kurs im Wundern sagt, der klarer ist, wählt höher. Und wenn du das bist, dann ist es genau deine Aufgabe. Das ist deine Funktion. Deshalb bist du in dieser Situation. Nicht, um dich auch in das Ego reinzusteigern oder deinen Bruder anzuklagen, weil er einen Fehler begangen hat. Würdest du dich dessen auch anklagen. Und wenn du tatsächlich Ja sagen musst, dann weißt du, du dealst gerade mit deiner Nichtvergebung. Kannst du dir vergeben, dass du gerade nicht vergeben kannst, wäre dann eine Aufgabe. Diese Reise, die wir hier begehen, auf dieser menschlichen Ebene, führt immer vom Verstand zurück ins Herz, dort, wo wir mit der Weisheit und der Liebe und dem Licht und mit Gott verbunden sind. Und die Frage ist immer, kannst du dich und deine Mitmenschen mit dem Herzen zuerst sehen? Das ist eine große Aufgabe, aber wir alle arbeiten dran. Wir alle sind im Prozess. Keiner von uns ist perfekt, weil wenn wir perfekt wären, wären wir nicht hier. Also lass dich gern vom Haken, lass die anderen vom Haken und sei so gütig und ehrlich, wie du es sein kannst. Ich glaube, das war's wieder für heute. Ich freue mich sehr, dass du kurz hier warst mit mir bei der Folge 308 vom Happy Cool Love Podcast. Ich freue mich auch immer, von dir zu hören, was du darüber denkst, was wir hier jetzt gemeinsam besprochen haben. Wie geht's dir mit der Lektion 161? Wie leicht oder schwer fällt's dir noch, mit dem Herzen auf deine Mitmenschen zu sehen? Und kannst du da trotzdem auch vergebend mit dir sein? Das ist immer die Frage. Wie bin ich mit mir, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich immer noch in der Nichtvergebung bin mit manchen Menschen in meinem Leben? Denn Ehrlichkeit ist auch etwas, was mega wichtig ist auf dieser Reise zurück nach Hause und vor allem aber auch Sanftheit. Und eine Prise Humor, weil ich glaube, auch das Universum hat einen ganz, ganz wundervollen Humor. Ich danke dir wie immer, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Restwoche und wir sprechen uns ganz bald wieder. Deine Peri.